Das Geheimnis um das Problem mit den 25 Stollen. Doch warum sind die Stollenwände, Decke und Boden mit einem schwarzen Belag überzogen? Dieser Belag ist bis in die kleinste Ritze vorgedrungen. Es gibt viele Theorien und wilde Spekulationen über diesen schwarzen Belag. Es soll sich um Rückstände von Dampfloks handeln. Es habe ein Feuer gegeben, er ist auf die Atomforschung zurückzuführen. Es sind Abluftstollen eines Kernreaktors. Die Anlage wurde gegen Feindsicht schwarz gekalkt. Der Belag hat natürliche Gründe. Die Stollen dienten als Silo und Abschlussrampe für Raketen, um nur einige zu nennen. Doch kein Forscher hat jemals versucht, des Rätsels Lösung zu finden. Stattdessen wurde weiterhin spekuliert und jeder verkaufte seine Mutmaßung als Wahrheit. Doch nur die 25 Stollen weisen diesen Belag auf. Die natürlichen Karsthöhlen, die in diesem Gebiet zahlreich vorkommen, haben dieses Phänomen nicht. Es muss also in direkter Verbindung zum Dritten Reich und zum Krieg stehen. Komischerweise enden die schwarzen Belege am Ende von Stollen 12. Der angefangene Verbindungsgang zum Stollen 13 weist die Belege nicht auf. Weil niemand sagen kann, was diesen Belag verursacht hat, nehme ich Proben von dem Belag, um die Mythen und Legenden um dieses Stollensystem zu bestätigen oder zu entkräften. Die Proben der Stollen vom Jonastal lasse ich exklusiv wissenschaftlich im Labor begutachten und analysieren. Das Ergebnis hat selbst die Wissenschaftler stark verwundert. Und das hat es jetzt wirklich in sich. Also das war erstmal so der Hammer für uns alle, also auch für die Wissenschaftler. Also es ist jetzt erstmal vielversprechend, was der Wissenschaftler mir dazu geschrieben hat. Nämlich der erste Hinweis geht dazu, dass tatsächlich Raketenmotoren da getestet wurden. Sollte in den rudimentären Stollen im Jonastal wirklich zum Ende des Krieges Raketentests oder besser gesagt Brennversuche der Triebwerke durchgeführt worden sein? Nach dem jetzigen Sachstand, da sich die Nickelverbindungen in dem Gestein wiederfinden, ist davon auszugehen. Kann die Wissenschaft das Phänomen des schwarzen Belages erklären? Folgt mir auf der Suche nach der Wahrheit, begleitet mich bei der wissenschaftlichen Analyse. Ich packte meine Ausrüstung zusammen und machte mich erneut auf den Weg ins Jonastal. Unterstützung erhielt ich von meinem Freund, dem Heimatforscher und Lokalhistoriker Ralf. So, und schon sind wir da. Arnstadt, angekommen. So, wir sind jetzt wieder im Jonastal unterwegs in den Stollen 6 bis 12. Ich habe mir wieder meinen Lokalhistoriker und Heimatforscher mitgenommen. Der Ralf führt uns wieder exklusiv hier durch, habe mich hier wieder reingeführt. Und zwar sind wir jetzt nochmal da. Ich will diesem schwarzen Ruß auf den Grund gehen, was es damit auf sich hat. Also wann es entstanden ist und natürlich was es ist, also was gebrannt hat oder was es für eine chemische Zusammensetzung hat. So Ralf, was haben wir vorgenommen? Was machen wir denn heute? Also vorgenommen haben wir uns, dass wir erstmal Gesteinsproben nehmen, wo der meiste Ruß drauf ist, was wir in den Stollen hier finden. Ja, also das bedeutet, wir nehmen jetzt hier mal ein paar Proben von und die lassen wir im Labor auswerten und dann gehe ich davon aus, dass wir Gewissheit haben, was hier, ich habe die Lampe noch an, ne? So, was wir hier wirklich vorfinden, was sich hier im Jahre 44 bzw. 45 abgespielt hat. Man weiß es ja auch nicht, ob es danach ist vom Russen, also eventuell sogar 46. Na, wir hoffen, wir kriegen Klarheit darüber, also mit Jahreszahlen und natürlich über das, was diese Schwärze an den Wänden verursacht. Dann würde ich sagen, wir nehmen einfach mal ein paar Proben. Nochmal, damit ihr das sehen könnt, mit was wir hier wirklich zu tun haben. Also hier ist wirklich sehr, sehr starke Verrußung. Und ja, jetzt habe ich es wieder an der Flosse. So, dann würde ich sagen, Ralf, du nimmst die Probe. Also wir nehmen mehrere Proben. Das ist der erste Spot tatsächlich hier. Und wir gehen noch tiefer rein in andere Bereiche, wo es dann vielleicht ein bisschen weniger ist. Wir nehmen auch von anderen Gesteinen, also vom Beton. Ja, ja, dann würde ich sagen, walte deines Amtes und mach uns die Probe fertig. Jawohl. Warte mal, wir nehmen hier unten den, würde ich sagen. Kriegst du den raus? Oh ja, da kommt der ganze Brocken.
So, und wenn ich euch das jetzt hier mal zeigen kann. So, und wenn wir uns jetzt diesen Stein angucken, das ist in dem Stollen drin und das war an der Felswand dran. Und von hinten auch. Also ihr seht das ja auch, das Stück, da kommt es her. Und der ist, wenn ich rüber reibe, habe ich es direkt an der Hand. Ne? Also das ist schon stark verrußt tatsächlich. Ja, hast du jetzt die Probe schon? Ist der nicht zu groß? Soll man nicht lieber den nehmen? Ja, kann man. Ich habe noch gerade die Hände voll. Gut. Dann ja, nehmen wir mal von einer anderen Stelle auch noch ein paar Proben. So, jetzt sind wir hier an dieser Betonwand. Hier unten ist es schon abgebröckelt. Ergo ist es hier hell. Und der Bereich ist noch ja, im Originalzustand. Hier ist auch schon ein bisschen abgebröckelt. Das heißt, wir wollen uns noch mal ein bisschen Beton mitnehmen. Und ja, und dann schauen wir mal. So, probieren das wir passt. mal. Siehst du da was so? Man sieht gleich, wie minderwertig der Beton ist. Ja, der fällt quasi förmlich auseinander. Man haut nur leicht gegen. Zementanteil ist wohl sehr gering. Kriegst du den hier? Kannst du mal dagegen schlagen? Es ist absolut grob, das Zeug. So habe ich das noch nie gesehen. Zeig mal. Ja, hervorragend. Gut. Ist gekauft. Bitte einpacken, mitnehmen. Gerne. Alles klar. Dann gucken wir uns mal weiter hinten um. Wir haben jetzt hier nochmal eine Stelle, das ist betoniert gewesen. Das ist das Originalgestein. Und Ralf, du hast dazu noch was zu sagen. Ja, man sieht ja nun, dass hier das Originalgestein ist, was rausgesprengt wurde und abgetragen wurde. Und hier sieht man wunderbar, dass es geschalter Beton ist, womit die Wände gestützt werden sollten. Und es ist uns zu Ohren gekommen, dass es hieß, ja, es ist eine Oxidation des natürlichen Kalksteines, die Schwärze, dass die über die Jahre sich so hier gebildet hat. Lediglich, wenn das die Oxidation von dem natürlichen Muschelkalkstein ist, warum ist denn die Schwärze ebenso an der geschalten Betonmauer gewesen? Oder ist er? Also flächendeckend. Natürlich, also in dem Beton ist das Gestein drin, was man hier abgebaut hat. Das hat man direkt für den Beton genommen. Aber da sind natürlich auch andere ja, Stoffe mit drin. Also das ist halt nicht nur der Felsen. Und deswegen dürfte es auch nicht so flächendeckend sein. Und wie gesagt, wenn man sich das mal dahinter anguckt, hier hinter ist tatsächlich auch alles, also dieser, wenn es Ruß war oder Qualm, ist der bis in die letzte Ecke reingezogen. Ne? Wie gesagt, das ist hier, genau wie hier. Und es geht genau bis hinten rein. Also auch das Abgebröckelte, das ist noch schwarz. Und wo es dann wirklich abgebröckelt ist, das ist wieder in der, ja, hellen. Ne? Also hier, ich weiß nicht, ob das noch mit drauf ist. Also man sieht es auf jeden Fall. Ne? Hier bröckelt es ab. Und darunter ist dann, ja, das eigentliche Gestein wieder. Ne? Ich bin gespannt wirklich, was das Labor, die Laboranalyse tatsächlich sagt. Jetzt sind wir in Stollen 12 bis ganz hinten und hier haben wir die wenigste Verrußung. Und hinter der Kamera ist quasi der Verbindungsstollen zur 13 bzw. zur 14. Und da hört ja irgendwann auch der Ruß auf. Oder das Schwarze, wir wissen es ja aktuell noch nicht, was es ist. Hier ist es tatsächlich auch noch, also wenn man drüber geht, habe ich es wieder aber richtig dick an der Hand. Und Ralf, ich würde sagen, hier nehmen wir unsere letzte Probe. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Na, warte, nimm noch mal von einer anderen Stelle. Wo haben wir? Guck mal hier, wenn du da drauf haust, bricht der ab. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir haben alle Proben. Alles eingepackt und das zum Mitnehmen, bitte. Jawohl. Dann wird der nächste Schritt sein, wir fahren in ein Labor und lassen das analysieren und hören uns mal an, was die Wissenschaftler dazu zu sagen haben und was die Wissenschaftler rausbekommen haben. Um auszuschließen, dass es sich um ein natürliches geologisches Phänomen handelt, gab ich die Gesteinsproben einer Universität in die geologische Abteilung. Zu Anfangs wollte der Belag sein Geheimnis nicht preisgeben. Und was dann in dem Belag gefunden wurde, ist unglaublich. So, ich habe die Proben jetzt zu einer Universität weitergeleitet. Dort sind sie in die geologische Abteilung gegangen und dort kümmern sich erstmal Geologen darum, was es damit auf sich hat. Also gucken, ob es wirklich einen natürlichen Ursprung hat, also geologisch zurückzuführen. Ich stand in ständigem Kontakt. Wir haben per Mail korrespondiert und wir haben telefoniert
Nur leider war die Wissenschaft ratlos. Man wusste nicht, was es ist. Ich lese einfach mal ein paar Auszüge vor, was die Herren und Damen mir geschrieben haben. Das schwarze Material will sein Geheimnis nicht so einfach preisgeben. Die röntgenographische Messung liefert auch keine rechte Erklärung für die schwarze Farbe. Sie deutet zwar auf eine Anwesenheit einer Phase hin, die dunkelbraun bis schwarz gefärbt ist, Akaganite beispielsweise, aber mit einem Anteil unter 1%. Damit lässt sich die Farbe nicht erklären. Wir probieren nächste Woche noch was. Das ist jetzt erstmal der aktuelle Zwischenstand. Viele Grüße. So, habe ich mich bedankt und gesagt, ich bin sehr gespannt. Und das hat es jetzt wirklich in sich. Also das war erstmal so der Hammer für uns alle, also auch für die Wissenschaftler. Es ist wirklich nicht einfach. Bei starker Vergrößerung kann man erkennen, dass die schwarze Schicht eine sehr feinsandige oder staubartige Struktur hat und die schwarze Farbe daher kommt, dass alle Partikel einen schwarzen Überzug haben. Die röntgenographische Phasenanalyse hat ergeben, dass es sich im Wesentlichen um ein Gemenge von Calcit, Quarz und Schichtsilikaten, Tonminerale und Muskovit handelt. Angesichts der geschilderten Strukturen wäre es denkbar, dass tatsächlich eine relativ geringe Menge an schwarzen Pigmenten ausreicht, den Belag so intensiv zu färben. Ob es sich bei dem genannten Akaganite handelt, ist nicht mit letzter Sicherheit zu sagen, weil die Genauigkeit der Messung bei dem geringen Anteil nicht allzu hoch ist. Am kommenden Dienstag wird die Probe am Rasterelektronenmikroskop untersucht. Einen gewissen Verdacht hätte ich mittlerweile angesichts der staubartigen Struktur des Belags. Könnten in den Stollen gegebenenfalls Raketenmotoren getestet worden sein? Das würde erklären, dass der Belag in allen Ritzen eingedrungen ist und dann würde man ja auch keine Feuerstelle am Boden erwarten. Sollte tatsächlich Akaganite vorliegen, gäbe es nämlich das nächste Problem, weil er einen gewissen Nickelgehalt hat. Nickel ist aber auch im Muschelkalk nicht vorhanden, müsste also auf jeden Fall aus einer externen Quelle stammen. Für Raketenmotoren werden Nickellegierungen verwendet. Das würde dann auch irgendwie einen Sinn ergeben. Akaganite könnte sich durch Reaktion der Eisen- und nickelhaltigen Verbrennungsgase mit der feuchten Stollenatmosphäre gebildet haben. Ruß könnte dann auch zusätzlich zur schwarzen Farbe beitragen. Auch die oft wie geflossen aussehende Oberflächenstruktur des Belages würde zu einer Bildung unter Beteiligung von Kondenswasser oder durch Klüfte eingedrungenes Wasser passen. Ich bin gespannt, ob wir dem Rätsel auf die Spur kommen. Also es ist jetzt erstmal vielversprechend, was der Wissenschaftler mir dazu geschrieben hat. Nämlich der erste Hinweis geht dazu, dass tatsächlich Raketenmotoren da getestet wurden, beziehungsweise Aggregate, weil man halt diesen Nickelgehalt hat. Ne? Aber man muss weitere Messungen unternehmen, weil man kann es nicht eindeutig sagen. Sollte in den rudimentären Stollen im Jonastal wirklich zum Ende des Krieges Raketentests oder besser gesagt Brennversuche der Triebwerke durchgeführt worden sein? Nach dem jetzigen Sachstand, da sich die Nickelverbindungen in dem Gestein wiederfinden, ist davon auszugehen. Dann habe ich eine neue E-Mail gekriegt, kurz darauf. Die Untersuchung am Rasterelektronenmikroskop hat nach Auskunft von Frau Piep leider keine neuen Erkenntnisse gebracht. Außer dass kein Nickel nachgewiesen werden konnte. Genaueres weiß ich aber leider nicht. Es sollen noch weitere Untersuchungen erfolgen, an denen ich dann auch direkt nicht beteiligt bin. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, werden wir Ihnen Bescheid geben. So, das bedeutet, das hat sich jetzt erstmal zerschlagen. Dann kam die nächste. Also wir haben noch einige Messungen gemacht, die aber noch nicht ausgewertet sind. Man wertet das jetzt aus, also es hat relativ lange alles gedauert. Man wertet das aus und wollte mir Bescheid geben, das hat man natürlich auch gemacht. Dann kam, wir haben wirklich viel versucht, aber leider konnten wir dem schwarzen Überzug mit unseren sämtlichen Untersuchungsmethoden sein Geheimnis nicht wirklich entlocken. Das Hauptproblem dürfte darin bestehen, dass die färbende Substanz eine derartig dünne Schicht bildet, dass unsere Analysemethoden, die auf Elektronen- und Röntgenstrahlen basieren, sie durchdringen und wir stets das Substrat, also den Kalkstein, mitanalysieren. Aufgrund der geringen Schichtdicke und der innigen Verbindung der schwarzen Substanz mit dem Untergrund, das heißt den ultrafeinen Partikeln, die eine Schicht über dem eigentlichen kompakten Kalkstein bilden und selbst aus Kaliumcarbonat, Calcit, zu bestehen scheinen, ist es leider nicht gelungen, sie zu isolieren und separat zu analysieren. Sicher ist, dass es sich nicht um organische Kohlenstoffe handelt, also zum Beispiel ein Biofilm, Bakterien oder Algen, ausgeschlossen werden kann. Ruß kann dagegen nicht ausgeschlossen werden. Dieser Kohlenstoff könnte aber nicht vom Kohlenstoff im Carbonat des Kalksteins unterschieden werden. Ein Multielement-Scan, der allerdings keine quantitativen Gehalte liefert,
ergab deutlich erhöhte Werte für Fe, Cu, Zn, Sb, Si sowie für Sr, das allerdings praktisch immer im Kalkstein enthalten ist, weil es anstelle von Ca in Calcit eingebaut wird. Die anderen Elemente Fe, Cu und Zn können ebenfalls in gewissem Umfang in dem Calcit eingebaut werden. Sb fällt allerdings aus dem Rahmen und man müsste die genaue Prozentzahlen wissen, um zu sehen, ob sich die Gehalte innerhalb der natürlichen Schwankungsbereiche bewegen oder ob es eine externe Quelle angenommen werden muss. Das Si kann als feinst verteilte Quarzpartikel oder im Glimmer- oder Tonmineralen vorliegen, deren Existenz in den Röntgendiffraktometer-Messungen angedeutet war. Ich werde meine Kollegin, die diese Messung und die REM-Untersuchung durchgeführt haben, bitten, gegebenenfalls Ergänzungen anzufügen. Vielleicht gelingt es mir, am Montag noch ein paar Fragen, die mir nicht ganz klar sind, zu klären. Eventuell wäre mit kriminalforensischen Methoden mehr herauszubekommen. Ich weiß aber nicht, ob Ihnen dafür noch Zeit reicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sich der Überzug derart hartnäckig unseren Untersuchungsmöglichkeiten entzieht. Da sind wir aber leider tatsächlich mit unseren Möglichkeiten an die Grenzen gestoßen. Also die Wissenschaftler tappen tatsächlich immer noch im Dunkeln und die Suche geht weiter. Dann habe ich eine weitere E-Mail bekommen. Ich hatte vergessen, dass auch Cadmium deutlich erhöht ist, aber das kann gegebenenfalls auch in dem Calcit eingebaut werden. Also man hatte noch ein Element vergessen. Eine kleine Ergänzung zur letzten Mail kann ich geben. Wir hatten zum Vergleich noch einmal die saubere Bruchstelle der Muschelkalkprobe gescannt, um zu sehen, ob es Unterschiede gibt, und es hat sich tatsächlich gezeigt, dass im schwarzen Überzug einige Elemente gegenüber dem Muschelkalk angereichert sind. Siehe anhängende Messdaten. Sind folgende Unterschiede festzustellen. Anreicherung auf der schwarzen Seite gegenüber dem sauberen Kalkstein. Zn ist also besonders auffällig, aber auch die Faktoren, einige andere Elemente sollten signifikant sein. Sonderbar ist, dass die Antimon sowohl im Überzug als auch im reinen Kalkstein ungewöhnlich hoch ist, auch wenn die Bruttozählraten keine Rückschluss auf die konkreten ppm oder Prozentgehalte zulassen. Ich weiß nicht, ob sich jemand einen Reim aus diesem Befund machen kann. Mir fällt leider auch nichts ein, wodurch die Anreicherung dieser Elemente zu klären wäre. Eine der REM-Aufnahmen, die die feinkörnigen Strukturen des Belages zeigt, hänge ich schon mal an. Die Körnchen bestehen aber ebenfalls aus Calciumcarbonat mit Spurenform Mg, Al, Fe und K. Die im Scanner nachgewiesenen Elemente wie Zn, Cu, Ti usw. liegen wohl unter der Nachweisgrenze der REM-Messung, außer Mg, das aus messtechnischen Gründen vom Scanner nicht erfasst wird. Der Überzug scheint für das REM unsichtbar zu sein. So, das sagt erstmal alles gar nichts aus, ne? Also man tappt immer noch im Dunkeln. Das hat jetzt Wochen tatsächlich gedauert, bis man jetzt erstmal so weit war, um zu gucken, wie verfahren wir dann da weiter. Weil wir wollen ja wissen, was jetzt letzten Endes der schwarze Überzug ist und was ihn ausgelöst hat. Dann hatte man noch Fragen an mich, die habe ich dann beantwortet. Und der letzte Satz ist natürlich vollkommen unbefriedigend, wenn man einer Sache trotz großen Aufwands nicht auf die Spur kommt. Und leider fehlt mir in den jetzigen Situationen die Zeit, mich selbst intensiver reinzuknien. Jetzt wurde das Ganze abgegeben an eine Kollegin. Und diese Kollegin hat, wie gesagt, nochmal mit anderen Kollegen verschiedene Messungen durchgeführt. Und mit ihr habe ich auch geschrieben. Und man gab mir eine Telefonnummer von einem Herrn, der halt weitere Messungen durchgeführt hat. Der Wissenschaftler, mit dem ich dann telefoniert habe, hatte mir eine E-Mail noch zukommen lassen mit einer Aneinanderreihung, ja, von Zahlen, die dabei rauskamen. So, und er ist auch der Meinung, dass sie es nicht geologisch und nicht natürlich erklären können. Und somit konnten wir da schon mal, was wir definitiv sagen konnten, dass es keinen geologischen Ursprung, also keinen natürlichen Ursprung hat. Jetzt ist halt die Frage, was ist es denn jetzt letztendlich? So, also ich habe mich dann beratschlagt mit Leuten, die sich auch noch ein bisschen auskennen, und wir haben diese Probe an ein Labor geschickt, die quasi im Nasschemieverfahren das Ganze untersucht hat. Das war gar nicht so einfach, dafür ein Institut zu finden, was sich darum kümmert. Das ist auch sehr kostenintensiv. Deswegen haben wir da den Aufwand sehr klein gehalten. Wir konnten mit Sicherheit sagen, also ich hatte noch einmal mit Ihnen danach telefoniert, nach der ersten Messung, weil man wollte dann wissen, ob man noch genauer reingeht, was für Bestandteile, wann das war etc., weil das hätte verdammt viel Geld gekostet. Da wollten die sich vorher das Okay holen, aber wir sind zu dem Entschluss gekommen, das nicht zu machen. Man hat mir mitgeteilt, was man sagen kann, dass es eine rußige Struktur ist. Also dass irgendwas gebrannt hat, beziehungsweise irgendwas
expandiert hat, also sprengstoffmäßig, man geht halt von Sprengmitteln von damals aus, dass das diesen Nebel erzeugt hat, der sich dann in den ganzen Gesteinsschichten abgelagert hat. Also ich habe mit den Herren und Damen von diesem Institut vorher natürlich alles besprochen, habe ihnen Fotos gezeigt, wo das herkommt, das Videomaterial, damit sie sich schon mal einen Reim drauf machen konnten, was sie überhaupt da vor sich haben. So, und sie waren sich sicher, dass es davon kommt, wie gesagt, um jetzt nochmal feststellen zu können, was es denn genau ist. Das hätte viel Geld gekostet, man hätte es feststellen können, aber das hätte mehrere tausend Euro gekostet. Und das muss ja auch nicht sein, weil wir wollten wissen, worauf es zurückzuführen ist. So, und weil es auf eine Sprengung zurückzuführen ist, wird das noch untermauert, indem wir wieder auf andere Anlagen gucken. Man muss immer schauen, was finden wir vor und was sind baugleiche Anlagen oder ähnliche Anlagen. Was sagen die dazu aus? Über Größe, über Einsatzarbeitskräfte und natürlich auch über diesen schwarzen Belag. Und ich war gleich in mehreren Anlagen, wo diesen schwarzen Belege tatsächlich auftauchen. Und da schauen wir jetzt mal rein. Der Belag stammt von den Sprengungen der sowjetischen Streitkräfte. Bei der Sprengung entstand Rauch. Dieser konnte nicht abziehen und legte sich wie ein Schleier über alle Teile der Stollen und zog bis in die kleinste Ritze. Als endgültigen Beweis schauen wir auf andere Stollenanlagen, die ebenfalls von den Sowjets nach dem Krieg gesprengt wurden. Woher jetzt diese schwarze Färbung in dem Jonastal-Stollen kommt, ist ganz einfach. Hier haben wir das auch. Gehe ich darüber, habe ich einen schwarzen Finger. Hier bin ich in einer anderen Anlage. Diese Anlage wurde ebenfalls, wie unschwer zu erkennen ist, gesprengt von den Sowjets. Hier haben wir dieselbe schwarze Färbung überall in den Bereichen. In der gesamten Anlage ist diese schwarze Färbung zu finden. Hier ist nämlich genau derselbe schlickige schwarze Belag wie in den Jonastal-Stollen. Und jetzt können wir, wie gesagt, mit 100%iger Sicherheit sagen, dass das Rückstände von der Sprengung sind, weil geologisch habe ich das untersuchen lassen von der Uni, dem Testlabor, und die konnten geologisch nichts nachweisen, dass das einen geologischen Ursprung hat. Deswegen hier ist derselbe Belag drauf. Dieses Mysterium, warum im Jonastal die Stollen schwarz sind, wäre damit geklärt. Wollt ihr wissen, wo ich hier bin? Das ist eine riesengroße unterirdische Fertigungsproduktionsanlage, eine unterirdische Industrie mit mehr als 65.000 Quadratmeter, schaltet auch demnächst wieder ein, wenn das heißt, auf der Suche nach den letzten Geheimnissen unserer Zeit. Das unterirdische Werk für den ersten Triebstrahljäger der Welt, die Messerschmitt Me 262 mit dem Decknamen Lachs, weist ebenfalls diesen schwarzen Belag auf. Hier wurden auch Sprengungen vorgenommen. Das Rätsel um den schwarzen Belag in den Jonastal-Stollen ist jetzt gelöst. Die Analyse hat Klarheit geschaffen und Vermutungen bestätigt und wilde Spekulationen entkräftet. Doch eine Frage zu dem Belag in den Stollen bleibt weiterhin. Warum ist der angefangene Verbindungsgang, der hinten rechts von Stollen 12 in Richtung Stollen 13 führt, nicht mit dem Belag versehen? Da die Belege gänzlich fehlen, muss dieser Stollen zum Zeitpunkt der Sprengungen verschlossen gewesen oder erst nach den Sprengungen aufgefahren worden sein. Doch wer hat diesen Stollen gegraben und was hat man dort vermutet? Ja, hier ist das Ende und hier sieht man wieder Schienen und es geht tatsächlich noch rechts rum. Und es geht noch weiter. Also hier liegt noch die Schiene auf dem Boden. Und da hinten ist dann Ende, richtig? Genau, da geht's dann nicht mehr. Und da sollte es zu Stollen 14 gehen, korrekt? Jawohl. Und die 13 sollte irgendwann auch aufschließen hierhin. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Es gibt ja keine Pläne dazu. Ja, Bohrlöcher sind auch noch drin. Also man sieht hier eindeutig, man wollte weiter vortreiben. Und was man hier nicht hat, die Wände sind nicht schwarz und die Decken auch nicht. Also in dem Bereich ist nichts schwarz, komischerweise. Er wurde ebenfalls mit der Bohr- und Sprengmethode aufgefahren. Das zeigen die Bohrlöcher. Dass private Schatzsucher solch einen Aufwand betreiben, ist ausgeschlossen. Auch können Privatleute nicht im Besitz von großen Mengen Sprengstoff sein. Es muss also staatlich organisiert gewesen sein. Auch führen Schienen in den Querschlag. Wer hat nun diesen Stollen aufgefahren und was hat man dort gesucht? Hat der Sowjet selbst dort nach weiteren Anlagen gesucht oder gar die Staatssicherheit auf der Suche nach dem Bernsteinzimmer? Warum hat man nach wenigen Metern aufgehört? Der Gang ist auf den Karten eingezeichnet. Das bedeutet, er muss kurz nach den Sprengungen begonnen worden sein.
Jeder Teil der Stollen, egal wie tief und verwinkelt er ist, weist die schwarzen Belege auf. Dass der Querstollen davon verschont blieb, ist ausgeschlossen. Selbst wenn ein Rätsel gelöst wird, tauchen viele neue Rätsel auf. Abschließend zu sagen, das Jonastal hat eines seiner Geheimnisse preisgegeben. Doch gibt es noch unzählige weitere Geheimnisse, Mythen und Legenden. Wenn die offiziellen Stellen der Wissenschaft nicht gestatten, dort zu forschen, dann wird auch weiterhin die Wahrheit nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Die Spekulationen, Mythen, Legenden und der Kult um dieses Gebiet wird auch in Zukunft weiter befeuert werden. Wird das Geheimnis Jonastal jemals gelöst werden? Mach uns die Probe fertig. Jawohl. Wo ist ein Hammer? Ach so. Ich höre immer nur hier Weine, ich will immer nur haben, immer nur fordern, aber nicht. Wer ist denn heute der Waschlappenbeauftragte? Wo ist der Lehrling? Da, du. Gib mir mal einen Waschlappen, ich muss mir die Hände waschen. Ich fühle mich dreckig. Kamera ist an, ich darf kurz um Ruhe bitten. Danke. Gott, fertig. Mal das jetzt eben hier abbauen. Danke, danke.